Antigua in Guatemala. Mit hohen Erwartungen sind wir hier angekommen und wurden vom Tropensturm Pila auf den Boden der Tatsachen geholt. Während die erste Vulkanbesteigung trotz Regen durchgezogen wurde, fiel das erste große Highlight, der Dia de los Muertos, ins Wasser. Doch wir haben uns nicht unterkriegen lassen und den 4000 Meter hohen Vulkan Acatenango bestiegen. Nach einer Woche sind wir jetzt aber endlich soweit, weiterzuziehen. Gefühlt geht unsere Reise jetzt heute erst so richtig los nach 5 Tagen. Wir sind ja bisher erst einmal hierher gefahren nach Antigua mit einem Taxi und wissen gar noch nicht, warum wir überhaupt noch hier sind. Und jetzt laufen wir an den Busbahnhof und wollen an die nächste Station wie Locals mit dem Chicken-Bus fahren. Keine Ahnung, ob es klappt. Wir müssen 3-mal umsteigen, 4 verschiedene Busse nehmen. Statt 2 Stunden des Touri-Shuttle sind wir mindestens 4 Stunden unterwegs. Und sehr unkomfortabel. Und müssen aufpassen auf Taschendiebstahl. Wir laufen jetzt einfach mal hier in den Busbahnhof rein, sagen Chimal und hoffen, dass der Richtige uns dann anspricht. Da kommt schon der Erste. Gracias. So einfach kann es gehen. Wirklich keine 2 Sekunden auf dem Busbahnhof waren wir jetzt und schon schreit einer Chimal, Pana, Chimal, Pana. Ein paar Worte Spanisch rausgegraben und hoffentlich sitzen wir jetzt im richtigen Bus. Aber wir haben ja Zeit. Zugegeben, wir sind jetzt nicht alleine darauf gekommen, diese Verbindung nach Pana zu nehmen. Im Internet gibt es etliche Blogs, die diese Route sehr gut beschreiben und ausführlich erklären, auf was zu achten ist. Es ist zunächst ein Bus vom Busbahnhof in Antigua nach Chimaltenango zu nehmen. Da die Leute immer sehr gerne Bescheid wissen wollen und ihr ihnen euer endgültiges Ziel nennt, wird man von nun an immer zum richtigen Bus geführt. Bus Nummer 2. Tatsächlich müssen wir nie länger als 2 Minuten auf den nächsten Bus warten. Das geht uns sogar fast schon zu schnell. Da bleibt sehr wenig Zeit für die Toilettenpause. Das gibt's in den alten amerikanischen Schulbussen natürlich nicht. Über Chimal und Los Encuentros landen wir so am letzten Umstiegsort Sololá. Das lief doch bisher wie am Schnürchen. Ich habe jetzt vielleicht eine Stunde länger gebraucht hierher wie mit einem Shuttle-Service. Und jetzt suchen wir mal den letzten Bus. Pana, Pana. Da ist schon einer Pana gerufen. Pana? Sie? Hier ist schon unser Bus. Die letzte Busfahrt ab Sololá ist mit knapp 15 Minuten die kürzeste. Ab hier geht's auch endlich runter in wärmere Gefilde. Wir steigen genau genommen 600 Meter ab, von 2100 auf 1600 Meter. So ist dieser Teil der Fahrt auch der mit Abstand schönste. Bald sehen wir von weitem den malerisch gelegenen Lake Atitlán, umgeben von etlichen Vulkanen. Seit langer Zeit einer der schönsten und bekanntesten Flecken Erde in Zentralamerika.
angekommen an unserer Unterkunft. Check-in noch nicht möglich. Gepäck abgeben und dann erstmal Mittagessen, würde ich sagen. Panayachel ist der wahrscheinlich touristischste Ort am Lake Atitlan. Hier gibt es wieder die bekannten Mitbringsel zu kaufen und vor allem viele Stände, die die Backpacker mit Alkohol versorgen. Kaum haben wir eine Kleinigkeit an einem Stand gegessen, fängt es mal wieder an mit Regnen. Genau gesagt geht für ganz kurze Zeit sogar die Welt unter. Wir überlegen, was wir mit dem angebrochenen Tag noch machen und nehmen dann ein Tuk-Tuk zum nahegelegenen Naturreservat. Hier soll es neben der schönen Natur Affen, Schmetterlinge und sogar Nasenbären geben. Als wir ankommen, ist mal so gar nichts los. Ein perfekter Kontrast zu dem trubeligen und lauten Panayachel. Leider zeigen sich heute Nachmittag auch nur 2 Affen, keiner von 40 Nasenbären. Es bleibt die wunderschöne Natur. Und Nasenbären werden wir zum Glück noch in ein paar Tagen zu Genüge sehen. Und wie lässt sich ein See diesen Ausmaßes am besten erkunden? Natürlich, mit dem Boot. Wir nehmen eine Lancha Colectiva nach San Juan La Laguna für einen kleinen Dorfbummel. San Juan La Laguna ist das wahrscheinlich malerischste Dörfchen am gesamten See. Die Einwohner hier geben sich jede Menge Mühe, dass den Touristen hier gefällt. Alles schön bunt, viele kleine Details, es wird Musik an den Straßen gespielt. Spontan entscheiden wir uns, auf den Mirador Caguasivan am Rande des Städtchens zu kraxeln. 15 Minuten Schweiß sind die Aussicht dann ziemlich wert. Viel los heute. Es ist Sonntag und auch die Einheimischen wollen die schönen Seiten ihres Landes erkunden. Und ganz da hinten seht ihr oben eine Bergformation, die vielleicht an einen Menschen erinnert. Auf die Nase, hier auch Indian Nose genannt, soll es für uns noch gehen. Dazu aber gleich. Und da der See gegen Abend immer welliger wird, geht es am frühen Nachmittag auch wieder zurück. Nach einem Zwischenstopp in einem ganz ursprünglichen Örtchen, Santa Cruz La Laguna. Hier gibt es keine richtigen Straßen, keinen Telefonanschluss, keinen Supermarkt und einige Menschen leben mangels Geld ohne Strom. Bei unserer Ankunft sind die meisten in den Kirchen. Das war doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, oder? Weiß hier zufällig jemand, warum der Gesang hier so ist, wie er ist? Am nächsten Morgen heißt es mal wieder Rucksäcke packen. Aber da wir noch ein paar andere Seiten des Sees erkunden wollen und auch nicht immer die Rückfahrt nach Pana auf uns nehmen wollen, geht's mit Sack und Pack auf das nächste Lancha Colectiva nach Santiago Atitlan. Schnell gabelt uns natürlich wieder ein Händler auf, der uns zu einem Boot geleitet.
Dann wird uns gesagt, wir müssen einen Moment warten. Dieser Moment entpuppt sich aber nur als 5 Minuten. Ist jetzt ein gutes Zeichen, dass die Bootsleute hier unser nächstes Ziel überhaupt nicht groß aussprechen. Und er jetzt gleich gesagt hat, wir müssen einen Moment warten. Na toll. Aber ich glaube, das könnte richtig gut für uns sein. Das heißt nämlich untouristisch. So ganz das Bootssystem durchcheckt haben wir noch nicht. Eigentlich wäre um 11:30 Uhr die nächste Stand da, aber das wäre eine halbe Stunde. Und wir haben jetzt den regulären Preis gezahlt. Also man zahlt immer den gleichen Preis, 25 oder 30, wie auch immer. Egal wie lang die Fahrt ist. Und ja, jetzt ist das Boot komplett leer. Gestern war es ja komplett voll. Wahrscheinlich will auch niemand nach Santiago. Und hier müssen wir jetzt auch nicht warten. Umso besser. Mal gucken, wo der Haken ist. Ich werde es gleich sehen. Rancha Privada. Auch über Santiago haben wir uns etwas in Blogs eingelesen. So sind wir nicht überrascht, dass uns direkt am Steg Dutzende Guides empfangen und um ihre Touren werben. Das ist wohl auch das Beste, was man als Tagestourist hier so macht. Wir bezahlen einen guten Preis für Guide und Tuk-Tuk-Fahrer, die uns für die nächsten Stunden ihre Heimat zeigen. Da der Herr aber Migräne bekommen musste, startete unsere Tour erst nach einem kleinen Mittagessen. Nach der abenteuerlichen Tuk-Tuk-Fahrt haben wir eine herrliche Sicht vom Mirador de Valle. Gleich um die Ecke ist der Friedhof, der so ganz anders ist als die in Deutschland heimischen. Alles bunt durcheinander und ohne Struktur. Gräber so groß wie Autos, daneben kleine Hügel mit einem schlichten Holzkreuz. Alles vertreten, je nachdem wie viel Geld die Familie hat. Danach fahren wir runter an den See und schauen den Frauen beim Waschen ihrer Wäsche zu. Um den See zu schonen, wurden eigene Waschvorrichtungen gebaut, die aber nicht genutzt werden. Gewohnheit und das bessere Wasser lassen die Frauen weiterhin im See waschen. Neben dem Markt im Zentrum ist ein Besuch bei Maximum absolute Pflicht. Ein Volksheiliger der christlichen Maya, welcher seine heilenden Kräfte gegen Schnaps und Zigaretten eintauscht. Zum Abschluss werden uns noch Gemälde von örtlichen Motiven geboten und wir machen uns auf zum Steg, um den Fischern bei ihrer Arbeit zuzuschauen. Santiago ist die größte Stadt am Lake Atilan und bot für uns den authentischsten Eindruck hier in der Umgebung. Wir haben uns eigentlich ganz sicher gefühlt, wie überall in Guatemala. Vielleicht zu Unrecht waren wir hier abends aber nicht mehr so lange unterwegs. Sei's drum. Am nächsten Tag geht es schließlich auch früh weiter. Mit dem Boot nach San Pedro La Laguna. Dieses Städtchen gilt als die Backpacker-Destination für all jene, die ordentlich Party machen wollen. Bei unserem kurzen Besuch am Morgen ist deswegen vielleicht noch alles ein bisschen verschlafen. Ehrlich gesagt sind wir auch nur hier, da es keine direkte Verbindung nach San Marcos gab. Auch laufen wir nur durch die kleinen schönen Gassen, da das nächste Boot an einem anderen Anleger abfährt. Viele kommen neben der Party auch zum Spanischlernen hierher. Wir schauen uns ein bisschen um, trinken ein Käffchen und steigen in das nächste und letzte Boot auf dem Lake Atilan.
Marcos soll das Hippie-Zentrum sein. Laut dem ein oder anderen Blog sogar einer der spirituellsten Orte der Welt. Wir genießen hier aber vor allem die bis dahin nicht gekannte Ruhe. Es gibt keine Straßenverkäufer und keine Party. Alle lassen so ein bisschen die Seele baumeln und genießen ihre Zeit hier. Unsere Unterkunft ist ein kleiner Fußmarsch vom Steg entfernt. 15 Minuten laufen wir den Berg hoch und glauben oben, wir sind im Paradies angekommen. Es ist sogar so schön, dass wir fast den ganzen Tag hier oben verbringen und einfach mal nichts tun. Endlich mal Zeit zu rekapitulieren, was man bereits wieder alles erlebt hat. Und dazu das wohlige Gefühl, dass wir uns noch immer am Anfang unserer Reise befinden. In der Nacht entpuppt sich unsere Unterkunft als nicht die leiseste. Sie ist zwar abseits von allem, aber auch oberhalb des ganzen Dorfes. Da die Zimmer mal wieder sehr hellhörig sind, hören wir alles, was sich so im Dorf abspielt. Kämpfende Hunde und röhrende Tuk-Tuks lassen uns nicht gut schlafen. Und das ausgerechnet in der Nacht, in der wir um 3 Uhr wieder aufstehen müssen. Aber was tut man nicht alles für einen schönen Sonnenaufgang? Wir haben uns das Highlight des Sees für den Schluss aufbewahrt. Eine kleine Wanderung zum Sonnenaufgang auf den Indian Nose Hügel. Richtig, genau den wir vorhin schon gesehen haben. Wir haben eine Tour vorgebucht, nur schwer wären wir sonst so früh auf den Berg gekommen. Mit dem Tuk-Tuk nach San Pablo und von dort mit einem großen Bus nach Santa Clara La Laguna. Und ab hier geht es für eine halbe Stunde zu Fuß hoch an einen magischen Ort. Heute wäre der perfekte Tag für eine Besteigung des Acatenango gewesen. Weit am Horizont sehen wir ihn und den Fuego. Es ist aber auch ein perfekter Moment, um hier zu sein. Wir sind glücklich und genießen einen Sonnenaufgang, wie wir ihn so noch nie erlebt haben. Wir hätten natürlich Stunden oben auf dem Hügel bleiben können. Aber etwas zu früh meldet sich unser Guide, dass es für uns nun zurückgeht. Auf dem Rückweg sehen wir Maisfelder und Avocadobäume und erreichen nach wenigen Minuten Santa Clara. Hier endet auch dieses Video. Kleiner Spoiler für das nächste: Für uns geht es nicht im Bus weiter.